Nun wird der Zugriff stattfinden. Das Fahrzeug mit der Zielperson fährt von links nach rechts in Richtung der dargestellten Ortschaft. The vehicle with the target person in it is now driving along the road from left to right towards the town. Die Einsatzkräfte werden ab jetzt im tiefen Anflug gemeinsam mit dem Kampfhubschrauber Tiger auf das Fahrzeug angreifen. Unter Ausnutzung aller geländebedingten Deckungsmöglichkeiten bekommt die Zielperson diesen Angriff erst so spät mit, dass keine Gegenreaktion mehr möglich ist. 4 light support helicopters move in, with 2 Tiger attack helicopters in support, taking advantage of the terrain. They maximise the element of surprise, and the vehicle has been disabled with a shock to the engine compartment. Der Führungshubschrauber hat sich jetzt direkt vor das Fahrzeug gesetzt und blockiert die Weiterfahrt. Um jeglichen Fluchtversuch zu unterbinden, wird aus diesem Hubschrauber das Fahrzeug mit einem gezielten Schuss in den Motorraum gestoppt. Command helicopter directly in front of the target vehicle, disabled that vehicle, and the other 3 LUHs are deploying Special Operations Forces to effect the arrest of the target. Durch den Führungshubschrauber werden weitere Sicherungssoldaten auf dem Hausdach abgesetzt. Da sich noch Hindernisse auf dem Dach befinden, ist dies nur durch das Abseilen, Fast Roping genannt, möglich. Dies kann auf bis zu 25 Metern Höhe erfolgen. To support the troops on the ground around the vehicle, the command helicopter is going to drop 2 further support forces onto the roof of the nearest house. Because of obstacles on the roof, they're using what's known as fast roping. Now that's a technique that could be used up to a height of 25 metres, and they drop onto the top of the house represented by the container. Da es bei der Festnahme einen Verletzten gegeben hat, wurde über Funk ein Medical Evacuation Team, ab jetzt Medevac Team, angefordert, welches den Verletzten evakuieren wird. Gleichzeitig wurde auch die in Bereitschaft stehende Reaktionskräfte der Quick Reaction Force, im Folgenden QRF genannt, abgerufen. Direkt zwischen den Sicherungskräften und die Aufnahme des Verwundeten wird durchgeführt. QRF aircraft land in front and behind the area of operations to secure it on all sides. The air medevac aircraft lands directly between the security forces to take on board the casualty. Um im Umkreis des Landeplatzes und im Anflug so wenig Angriffsmöglichkeiten wie möglich zu geben, wird der Anflug sehr schnell durchgeführt. Dies ist ein spezielles taktisches Manöver und fordert die Besatzung in besonderem Maß, um punktgenau möglichst nah an den wartenden Soldaten landen zu können. The approach is carried out quickly at low level to give as few opportunities for attack as possible within the vicinity of the landing site. This is a special tactical maneuver and requires the crews to land as close as possible to the waiting soldiers. Nach dem sehr schnellen Absetzen der Kräfte erheben sich nun die Hubschrauber, die die QRF-Kräfte abgesetzt haben, und fliegen wieder in den Reaktionsraum. Soldiers of the QRF have deployed rapidly from the 2 transport helicopters, which now leave the area as quickly as possible. Der Hubschrauber landet jetzt mit einer Kufe auf dem Container und die Soldaten steigen direkt in den Hubschrauber ein. Now this is a very difficult maneuver, landing on top of the container with just 1 undercarriage leg. It takes a great deal of training to fly this accurately, but as you can see, the soldiers are immediately back on board. Wer war dran? Peter. Peter, ja? Hier wurde jetzt eingespielt, dass im letzten Moment ein Ziel auf dem Boden erkannt wurde und die Transall einige Meter später aufsetzen musste. Vom vorherigen Einsatzort anfliegenden Hubschrauber den gesicherten Flugplatz und werden direkt hinter dem Lufttransportflugzeug landen. Die mit anfliegenden Kampfhubschrauber überwachen auch diese Aktion mit ihrer hervorragenden Sensorik aus der Luft und stellen dadurch sicher, dass keine Angriffe aus einem Hinterhalt stattfinden können. With the C-160 safely landed, the rest of the helicopter forces arrive, led by the 2 Tigers, sweeping the area to make sure no one is around with their powerful sensors. The LUHs, the NH-90 and the CH-53 now all land directly behind the transport aircraft. Als erstes landen die 4
H-145M LUH Hubschrauber und verlagern die Einsatzkräfte und die Zielperson in die Transall. Now the Special Operations Forces landing directly behind the Transall in their 4 LUHs will immediately get out of the helicopters and board the transport aircraft. Speed is the key here. Als zweites landen jetzt die beiden NH-90 Hubschrauber. Das ist der Medevac Hubschrauber und der eine Hubschrauber, der QRF-Kräfte an Bord haben. Auch diese werden mit maximaler Geschwindigkeit aus dem Hubschrauber aussteigen und in die Transall verbracht. With the Special Operations Forces and the arrested man on board the Transall, the Medevac NH-90 and the NH-90 with part of the Quick Reaction Forces land, followed by the CH-53. The troops again will dismount the helicopters and board the transport aircraft as quickly as possible. Im Hinblick auf äußere Bedingungen wie Höhe, Temperatur und Windsituation braucht, dreht das Luftfahrzeug nun auf der Start- und Landebahn und wird gleich den Startlauf beginnen. Now the Transall is a short takeoff aircraft, but it does need enough room, so it's rolled to a pre-calculated takeoff position, calculated to allow for such factors as altitude and temperature. Now it's turned and will begin its takeoff run. Sie sehen nun wieder ein sehr seltenes Bild. Very unusual formation. They will stay with the Transall while it remains at low level, and they will not break off until they are sure that it is safe.